dem Land hängt zusammen, was unter dem Boden ist, nämlich der ganze Wasserhaushalt der Erde, und was über dem Boden ist, nämlich der ganze Gas, das heißt Klimahaushalt der Erde. Also die Landwirtschaft ist in diesem Sinne so klein, wie sie ist, wirtschaftlich gesehen, so gigantisch groß ist sie eigentlich ökosozial gesehen. Und von dem her hat sie eine überdimensionale Rolle jetzt in dieser herausfordernden Situation, wo wir merken, dass wir als Menschheit, aber dann runtergebrochen an den einzelnen Ort, uns neu orientieren, einrichten müssen, um dieser globalen Situation irgendwie gerecht zu werden. Ja, die biodynamische Landwirtschaft kann viel für die Nachhaltigkeit tun. Ein wichtiger Aspekt ist Biodiversität, das ist überall Thema. Da kann die biodynamische Landwirtschaft eigentlich wirklich Biodiversität erhalten und fördern auf den Betrieben. Ein zweiter Aspekt ist, dass natürlich auch gegen Klimawandel, also Klimaschwankungen, kann die biodynamische Landwirtschaft wirklich die Pflanzen verstärken. Wenn wir eine gesunde, nachhaltige Zukunft für uns Menschen und für die Erde haben wollen, geht das nur auf Basis einer gesunden Ernährung. Und dafür brauchen wir Lebensmittel, die auf einem gesunden Boden gewachsen sind. Und solche Lebensmittel spiegeln zum Beispiel den Hof in seiner Landschaft wider. Wenn ich mich jetzt für ein Produkt entscheide, sage ich Ja zu der Art der Erzeugung und gehe damit in Beziehung zu dem Hof, auf dem es entstanden ist. In dem Projekt Living Farms besuchen wir weltweit biodynamische Höfe. Diese sind in verschiedenen Klimazonen auf verschiedenen Kontinenten und sind alle individuell und spezifisch und sehr unterschiedlich. Damit decken wir ein breites Portfolio an Höfen ab und können eigentlich zeigen, was ist die Handlungsmöglichkeit biodynamischer Höfe in Zeiten des globalen Wandels. Wenn wir die Living Farms besucht haben, erstellen wir Kurzvideos. Diese werden auf der Projekt-Homepage, aber auch auf Facebook, YouTube und Instagram veröffentlicht. Gleichzeitig wird es auch noch eine Buchpublikation geben, in der man detailliert nachlesen kann, was die einzelnen Höfe individuell ausmacht. Und am Ende des Projektes wird es auch noch Workshops und Veranstaltungen geben, in denen man sich miteinander austauschen kann und so eigentlich jeder die Projektergebnisse zugänglich bekommt.